Ich versuche jetzt irgendwie hier den Bodenwellen auszuweichen, aber flups! Ja, das war mal mein Scheinwerfer. Und wir fahren auf der Autobahn. Kracht. Guten Morgen Vietnam, oder eher Mittag, es ist schon 12 Uhr. Ja, ich verlasse wieder diesen schönen Ort. Son Tran Phong Na. Und also mein Homestay, und zwar das heißt Tropical Valley Homestay, war super, kann ich nur empfehlen. Der Sohn, der das meiste dort macht, der spricht relativ gut Englisch und ist ein wirklich unglaublich netter Kerl und unglaublich hilfsbereit. Der fährt sofort los, wenn man irgendwas braucht, fährt er los, holt es, macht alles Mögliche, echt super. Ja, und ich hoffe, dass er irgendwann auch mal auf so eine Höhentour gehen kann, weil für ihn ist es wirklich sehr teuer. So $300 ist für ihn eine richtige Menge Geld. Ja, und ich fahre jetzt los Richtung Hanoi, werde heute aber nicht ganz so weit fahren. Ich wollte jetzt schon so mindestens die Hälfte zumindest schaffen. Und Regen wird es sicher auch noch geben. Hier sind jetzt gerade voll die holprigen Straßen. Das nervt. Weil das Moped erstens noch nicht so gut federt und zweitens ist eine schöne Belastung für so ein Moped. Ja, genau, also dieser Homestay, wo ich war, das war mal ein ganz normales großes Familienhaus. Hat die ganze Familie mal dort gewohnt. Und jetzt halt nur noch, weiß nicht, Eltern, Sohn, ich glaube zu dritt, zu viert oder so wohnen die dort. Die anderen Zimmer haben sie umgebaut. 2 sind ganz normale Doppelbettenzimmer oder ganz normale Gästezimmer. Und ein Zimmer ist ein Mehrbettzimmer. Genau, also mein Zimmer hat gekostet $18 pro Nacht. So ein Mehrbettzimmer Platz kostet, glaube ich, $9. Ja, und genau, die haben das erst seit ungefähr 4 Monaten. Also die haben es erst noch gar nicht so lange, dass es umgebaut ist zum Homestay. Und Homestay heißt normal auch immer, dass man wirklich bei der Familie sozusagen wohnt. Also ein ganz richtiger Homestay, da ist man wirklich, da gibt es ein Zimmer vielleicht und man ist wirklich bei der Familie, man isst mit denen zusammen und so weiter. Ja, und gestern Abend habe ich auch zusammen mit der Familie gegessen, da war ich der Einzige, der Abendessen wollte von den Gästen. Da habe ich einfach zusammen mit seiner Familie gegessen und das war umsonst sogar. Ja, aber ich habe insgesamt ihm dann schon einiges an Trinkgeld gegeben. 200.000 Dong, glaube ich 8 €. Ist für unsere Verhältnisse nicht viel, aber für die ist es schon wirklich einiges. Und das hat er sich voll verdient. Und auch ich habe mir die Bewertungen angeschaut auf Google Maps, oder ich habe auf Google Maps nach einem Hotel gesucht. Und es hatte 8 Bewertungen und alle hatten 5 Sterne. Und die haben halt genau das reingeschrieben, wie es war. Es war einfach nett, es war so ein hilfsbereiter Kerl und so weiter. Also die Bewertungen wurden echt zu 100% erfüllt. Und ich werde dann auch noch eine Bewertung abgeben. So, ich versuche jetzt irgendwie hier den Bodenwellen auszuweichen, aber das kann man vergessen. Ich bin ein paar Bodenwellen bei einer Brücke gefahren. Flups! Ja, das war mal mein Scheinwerfer. Halten wir mal kurz an. Wieder alles, ja, es sind wahrscheinlich die Schrauben, haben sich raus vibriert mit der Zeit und sind weggeflogen. Ich muss mal mit Panzertape reparieren. Haben wir ja dabei. Das muss auch wieder irgendwie reinpassen da alles. Das wäre auch nicht schlecht. Bis er was unten hipappt. Bis er was oben hipappt. Das sollte halten. Schon gut, wenn man ein bisschen was dabei hat.
Perfekt. Schaut aus wie neu. Und wir fahren auf der Autobahn. Und gerade ordentlich Seitenwind. Und mein Licht hält. Noch. So wird sicher irgendwann irgendwas anderes wegfliegen. Mit diesen hohen Wellen. Da drüben regnet es ein bisschen. Da drüben irgendwo auch. Ja, wenn ich Glück habe, komme ich drauf durch. Ja, das wäre mal was Neues. Oh, lalalala. Da sind gerade die Federbeine durchgeschlagen. Kracht. Nochmal kurz was zum Abendessen. Gestern im Tropical Village Homestay beim Key, also der junge Kerl, der ist so alt wie ich, der heißt Key, Q-U-Y. Genau, das Abendessen war wirklich ganz normal mit seiner Familie zusammen, da sitzt man an einem Tisch, kleiner Tisch, kleine Stühle. Auf dem Tisch sind verschiedene Gerichte, zum Beispiel Tofu oder Schwein, Gemüse, dann irgendeine suppenähnliche Sache und so weiter. Dann hat man jeder hat seine Schale, kommt ein bisschen Reis rein und dann nimmt man sich von jedem einfach ein bisschen was. Also jeder isst von jedem etwas. So läuft es dann ab. Das war ganz traditionell, ganz normal, vietnamesisch, Hausmannskost. Ja, das ist eigentlich wunderbar. So ist es eigentlich am schönsten, Vietnam kennenzulernen. Manche gehen ja hier Pizza essen und so. Naja, wer mag, könnte sich auch einfach von so einem LKW ziehen lassen. Ja, oder man überholt einfach. Ja, aber es wird halt rechts überholt lassen. Das ist ganz normal. Da darf man sich jetzt nicht wundern, was es Verrücktes macht. Weil das ist normal meine Spur. Wenn hier einer ist, den ich überholen möchte, dann fahre ich links. Aber wenn links ein LKW ist, dann brauche ich nicht links fahren. Fährt man hier. Eventuell hupt man noch kurz. Dann weiß der LKW, dass da jemand ist. Was ist das? Ja, hier fängt es dann langsam zu regnen an. Habe ich auch auf dem Regenradar schon gesehen. Ist dann irgendwann kurz vor Vinh, V-I-N-H, heißt es glaube ich. Ja, nein, muss man durch. Also ich wollte heute noch so ungefähr 100 Kilometer fahren. Jetzt ist es kurz nach 3. Mittag gegessen habe ich noch nicht, aber ich habe ein paar Bananen mitbekommen vom Key, von meinem schönen Tropical Valley Homestay. Die esse ich dann noch und tanken werde ich gleich. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich habe hier so einen Fahrradschloss mitgenommen. Das war für den Helm. Ich habe damit immer den Helm festgemacht am Moped, damit er nicht geklaut wird. Weil so ein richtiger Integralhelm ist hier, glaube ich, sicher, auch wenn die den eh nie tragen, aber sicher begehrt, um zu verkaufen oder sonst was. Deshalb habe ich das schöne Zahlenschloss und hat bisher auch ganz gut funktioniert. Jetzt war ich gerade beim Tanken, bin dann noch aufs Klo gegangen. Da kommt der Typ, der an der Zapfsäule steht und die Fahrzeuge voll tankt und auch meins voll getankt hat, kommt dann zu mir her, stellt sich neben mich, deutet mit seinem Finger auf meinen Pullermann, gerade dass er mich angefasst hat, so nah war er, und labert irgendein Zeug daher, so Ding, keine Ahnung. Ja. Sowas gibt's ja auch. Ja, ich muss mich doch langsam mal überlegen oder mich darum kümmern oder mich entscheiden. Entscheiden ist das Wichtigste.
wegen meiner Kreuzfahrt in der Halongbucht. Ja, weil ich muss ja buchen auch. Ich könnte es entweder in Hoi An vor Ort machen, irgendwo im Hotel oder Reiseveranstalter. Oder ich schaue jetzt heute Abend auch noch mal ins Internet nach. Aber ich glaube, dass ich mir schon fast sicher bin, dass ich mit Ethnic Travel, also ethnisches Reisen, Ethnic Travel, mit dem Reiseveranstalter die Bootstour machen werde. Zwar eine Bootstour, wo man wirklich den ganzen Tag oder immer auf dem Boot ist. Es gibt auch Touren, keine Mopeds. Es gibt ja auch Touren, wo man eine Nacht auf irgendeiner Insel verbringt oder sonst irgendwo. Und ja, aber wenn ich schon eine Kreuzfahrt mache, dann will ich schon auf dem Boot schlafen. Einfach Kreuzfahrt. Ja, und dann gibt's, was kann man so alles anschauen? Ja, man tut Kajak fahren um diese schönen Felsformationen herum. Dann kann man eine Höhle besuchen oder mehrere Höhlen. Dann kann man, das ist auch wieder voll beladen, dann kann man ja bei dem einen schon mal Fahrrad fahren und so weiter, da gibt es so viele Sachen. Aber ich glaube, ich habe mich schon fast entschieden für eben Ethnic Travels, die Reiseveranstalter. Es gibt Dutzende, ganz viele gibt und die haben alle entweder ein Boot oder 2, 3, 4, mehrere Boote, unterschiedlich, aber es gibt so viele Veranstalter. Und da dann einen zu finden, der jetzt nicht zu teuer ist, aber trotzdem auch in Ordnung ist und so weiter, schwierig. Und Ethnic Travels, die sollen wohl ganz gut sein. Ja, also preislich in Ordnung, aber auch Qualität und so weiter soll passen. Ja, leck mich doch, du scheiß Schieber. Vergaser, Kackdreck. Ja, ich glaube, ich fahre da durch. Also, oder so ähnlich, ja. Falscher Gang. Und da. Ja, da kommt man voll durcheinander. Alli hopp, leck mich doch, du scheiß Gas. Dass du genau vor dem Hobel Gas gibst. Ja, also mit Ethnic Travels würde ich es machen. Und zwar gibt es auch mehrere Touren. Eine Tour ist eben so eine, wo man auch mal auf der Insel übernachtet und mit dem Fahrrad irgendwo rumfährt. Aber ich glaube, ich nehme jetzt die Tour, wo man hauptsächlich eben mit dem Kajak fährt. Also fast jeden Tag mit dem Kajak irgendwo und diese schönen Felsformationen herumschippert. Ja, und auch diese schöne Dorf besucht. Aber diese Höhlenbesichtigung brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich war jetzt in der drittgrößten Höhle der Welt. Und ja, so Stalaktiten, Stalagmiten anschauen kenne ich mittlerweile auch schon gut genug. Auch von den Höhlen etwas Teuner, etwas Slowenien sind die, glaube ich. Ja, deshalb werde ich einfach nur wirklich so Kreuzfahrt, ein bisschen im Kajak rumschippern an diesen schönen Felsen. Genau das, ein bisschen entspannen alles, ja. Ich glaube, das werde ich machen. Vielleicht dann heute schon buchen, ich schaue nochmal, wie das Wetter ist. Ich könnte zumindest einen guten Tag erwischen, einen guten, da bin ich. So. Ich könnte zumindest mindestens einen guten Tag erwischen. Also heute Morgen sollte es noch ein bisschen regnen, dann könnte es auch mal wieder ein bisschen schöner werden dort. Dann schaue ich halt, ob ich dann gleich übermorgen fahre, oder übermorgen. Genau. So, mach was! Weiter geht's. Was ist hier für eine Veranstaltung? EM-Fecht. Da kommen auch mal lauter Leute raus. So komischen Klamotten. Vielleicht eine Schule oder sowas.
Ahnung, irgendeine Veranstaltung oder ist es eine Fabrik, wo die alle so angezogen sind. Keine Ahnung. Noch ungefähr 300 Kilometer nach Hanoi, aber ich war jetzt noch, ja, nicht mal mehr 100, glaube ich, heute. Da suche ich mir ein schickes, kleines, schnuckliges Hotel.